Ich glaube, alles ist ganz toll und alles ist ganz super, aber die Spieler werden alles ruinieren. Wow, habe ich mich erschrocken. So, Vorsicht, es ist laut. Ich mache mal ein bisschen leiser, ja? Einstufung ausstehend. Selbst die kleinste Kerze vermag es, die Dunkelheit zu durchbrechen wie die schärfste Klinge. Und das sah echt nice aus. In Engine? Hier liegt unser Schicksal. In der Erkundung dieser weiten und wundersamen Welt. Sieht halt schon sehr geil aus. Danach entdeckt zu werden. Ihre uralten Geheimnisse locken uns. Immer tiefer in das Unbekannte. Je weiter wir uns aus dem Schutz des Lichts wagen, desto größer die Belohnungen. Und die Gefahren. Diese Welt, sie gehört uns. Hier, gemeinsam, erschaffen wir unser Zuhause. Sieht schon sehr geil aus. Welche Welt wirst du erschaffen? Irgendeine aus Holz wahrscheinlich. Social Sandbox MMO. Was immer das heißt, bald in Alpha anmelden. Was immer das heißt, ich habe keine Ahnung. Auf der Unreal Engine übrigens, weil gefragt wurde. Sieht sehr geil aus, aber bei MMO habe ich ein bisschen Angst. Ich weiß, wie es euch geht. Bei MMO habe ich Angst, dass das Ding ja dann irgendwie nach einem Jahr oder zwei dann wieder, wenn die Spielerkurve wieder runtergeht, weil, ne, irgendwas. Ja, aber ansonsten, es sieht optisch, sieht es sehr, sehr geil aus. Early Access kann ich auch mitleben. Oder bald in Alpha ist auch okay. Bist du Alpha? Sigma. Nein, in der Alpha wäre ich gerne. Mit Alpha ist wahrscheinlich die Alpha-Version gemeint. Ja, was denn sonst? Nicht in Alpha Duplo. Wenn das bald in Alpha Duplo ist, dann will ich das nicht spielen. Da ist es sehr eng drin, habe ich gehört. Jetzt reicht's aber. Hallo Alpha Duplo, falls du da bist, ne? Jedenfalls, ja, sieht aber sehr cool aus. Von Pax Dei gibt es auf YouTube noch ein gutes Entwicklervideo von heute. Da sieht man noch mehr zum Game. Okay, warte, ich bin noch auf dem Channel gerade. 8 Minuten 50, wollen wir da nochmal reingucken? Bei Pax Dei. Das MMO macht mich leider immer, ich bin bei MMOs immer ein bisschen vorsichtig. Leider hat New World das auch bestätigt. Ich glaube, die meisten MMOs sind, glaube ich, oft zum Scheitern verurteilt, weil die Spieler erstmal wie Heuschrecken über die Welt herfallen, dann alles gemacht haben, durchgezogen haben und die Welt dann genauso schnell wieder verlassen und die wenigsten bleiben. Und das ist, glaube ich, der kritische Punkt, den man irgendwie hinkriegen muss, die Spieler an der Stange zu halten, die Spieler dabei zu behalten irgendwie oder das Spiel interessant zu gestalten, außerhalb von dem, was es, von der Main Story oder was auch immer. Sowas wie WoW zum Beispiel hat jetzt irgendwie 1000 Jahre Content inzwischen und MMOs, die neu anfangen, haben es natürlich schwerer, weil die fangen halt gerade erst an. Und jetzt Pax Dei, offizielle Ankündigung, habt das Video auch noch nicht gesehen. Lassen wir uns mal überraschen. Gameplay soll es geben. Wir gucken mal. It's the game that many of us have been practicing throughout our professional careers to make. Christoph Krachten. And that's why everyone on the team is building this game, because this is the game that we've been wanting to play for a very long time. Oh, das ist sympathisch. Yeah, I mean, we've been talking about this project for 20 years almost. Oh, yeah, absolutely. Ersteindruck sehr sympathisch. We're creating a common dream here, which is bigger than our own. Das kennen wir schon. Bisschen leiser. Pax Dei is very much what you want it to be. It's a world. It's a place which is real, feels real. It's always there. But most importantly, you're there with other people. And that's really what the sandbox is all about. It is about maximizing human interaction in a meaningful way. And we feel, you know, this is the holy grail in MMO design. So the name of the game, Pax Dei, like we're calling the Divine Peace, and it's based on around the idea that the way we're constructing the world
is, as a new player, you start in what we're calling the Heartlands. So these are safe valleys in which you're allowed to build with your friends and form the communities and do a lot of crafting and have your villages in. And these are like the peaceful areas that are... Ganz kurz dazu, ja, also die Overlays, die man gerade gesehen hat, ja, wir können mal gucken. Achso, jetzt bin ich gerade in dem Balken drin. Wo waren die denn? Da. Hier, Jasmin, Mainframe und so. Das hier würde ich noch gar nicht ernst nehmen. Alles, was hier ein GUI ist. Aber Alter, wie geil sieht das denn alles aus hier? Ich will da direkt reintauchen. Und ich wünschte auch irgendwie, ich hätte in der Optik hätte ich auch gerne so ein Aufbauspiel. Ne, wenn man so ein Dorf aufbaut, weißt du, so Banished quasi in der Optik. Das wäre, friends and form the communities and do a lot of crafting and have your villages in. And these are like the peaceful areas that are guaranteed to like not be very dangerous. So you're going to be in relative safety when you're in these areas. Boah. So we have modularity built. Und das noch mit den Features von Ultima Online. Oh, wenn das Game noch Features von Ultima Online hätte, ich wäre verliebt und verloren. Verliebt und verloren. Then in how we do the visuals of it, the good thing about doing it that way is that we also then give players in the crafting part of our game a lot of flexibility and customizability. And we're pushing this very, very far for Pax Dei. For the player, we offer a character which has multiple different layers. So depending on what type of game you as a player want to play, you can combine these items which have specific stats. The thing that I'm most proud about this game is the procedural costume and surface generator that I made for character art, which is a procedural way of controlling the metals and leathers in the game, how they behave and how they look. All of it is meant to at least be to some extent historically accurate. It goes extremely in depth and it offers a lot of visual variety. Das sah ziemlich geil aus, auch wie die Rüstung verbeult wurde und so, ne? Choose to go adventures and like exit the Heartlands and start go exploring and go to like PvE adventures that are much more dangerous and like experience PvP when you're outside the valleys and you're basically not protected by the divine peace. What we have done is harvested a lot of myths and fables from stories around the world and implement them. Auch die Concept Art sieht richtig geil aus. Magic is real. Ghosts are real. The extent of knowledge is not known. And this basically plays onto our built-in instincts as humans, you know. We like home, we like cozy, but we're still curious about the darkness, you know, and we also want to experience adventure and danger at some time. There's more in this world than it my team seem at first, and that also. Warte ganz kurz, Miko. Ich muss ganz kurz mal gucken. Achte mal auf die linke Seite, auf dieses Ding hier in dem Baum. Warte. There's more in this world than it my team seem at first. Haben die ganz schnell weggeschaltet. And that also provides this sort of progression into the game. Like the further you head out, the increasing the dangers and also the rewards would be. I think it will take a very long time if you want to really explore everything of the world. But yeah, it's going to be super big. For Pax Dei, we're using Unreal Engine 5, and this allows us to do incredibly vast worlds in incredible details. We have this semi-procedural approach where the human makes the interesting and important decisions and then the computer fills out the rest. You can change things in a really large scale in a matter of seconds. Striking that right balance between areas that are nice to play in, but have those cool views and epic feels of the mountains. Ja, bitte viele Currently, points of we're interest. focusing on bitte. the PC platform, and we're focusing on launching it on Steam. We're also working on multi-platform. We have the game working for other platforms, and we already have prototypes of that, but the current focus is the PC launch on Gott sei Steam. Dank. The ultimate idea is that we want the game to be playable from any device. It's a way to casually engage with the game. You're maybe at work or, you know, or in the car, and it's very handy to be able to do this from any device, like a mobile device. I have never owned a gaming PC, and I have always admired the beautiful worlds that PC players get to experience, and this is my chance actually as a more casual gamer to join in on the fun,
together with the core MMO players, having my own little niche thing to do in the world of Pax Dei. So if you like games that look similar, but like never experienced that in the context of MMOs, I'm hoping that this game is going to be the one for you that actually breaks the barrier and you want to join an MMO. You know, it's both for very casual and very hardcore. And the beauty is when we have these two playstyles meet, that's where the magic happens, because they will need each other. So experienced players can support new players, and new players can just get new gear and join their friends in an adventure. As a solo player or as a casual player, you can provide like an incredible amount of value and kind of feed the market in your area or like find the market. Es ist momentan noch Alpha-Version. Ich hab's, wissen wir alle, es ist noch nicht mal eine Version, die draußen ist. Es ist keine Demo, es ist gar nichts. Die Kämpfe brauchen noch ein bisschen Liebe, glaube ich. Ich glaube, die Kämpfe nicht. Der Bogen sieht gut aus, aber der Nahkampf sah noch ein bisschen. Aber gut, es ist noch nichts, wo man drüber urteilen darf. Wir gucken erstmal, ja? Market es that ist has noch some nichts. kind of need. So. You don't need to participate in the big drama. But the fact that there is big drama happening in the world gives the world the context. You know, you will see the soldiers, going to war. Auf jeden Fall. You will feel it. Everyone finds a role to play because everyone in the world of Pax Dei matters. Ich will Brot backen. Entschuldigung. I got really excited about the game because I ran in the empty world. And I could imagine in my head, like at some point in years to come, all of these buildings will be built by somebody real, like an actual person. And that felt really nice. I want to be part of this, building this crazy. Hört sich doof an, aber ich will im MMO halt mehr sein können als nur ein Kämpfer oder Magier. Ich will mehr sein als meine Art, wie ich kämpfe. Ja, ich will nicht unbedingt der Held sein und bla bla. Ich will auch einfach mal so normale Sachen machen oder einfach mal so kleinen Sachen machen, weißt du? Die nicht einfach, eine Epic Scale, sondern einfach mal was im Kleinen einfach. So, das würde ich gerne machen. Crazy World. Ja, ein NPC sein. Genau, ich will auch mal NPC sein. Ja, ein Schmied zum Beispiel auch. Aber halt ein bisschen aufwendiger mit dem Schmied. It's going to be a long journey. We view being the stagehands of Pax Dei as being more like a marathon rather than a single performance. And that's kind of the key to standing up a world like this and also creating the team around it. We are incredibly excited to see how players will build, civilizations up from, the small house into the small villages, into the towns, into the cities, building up the infrastructure for farming and crafting and blacksmithing and alchemy and finding the resources and studying the magic. Seeing things that we haven't even imagined so far. The hallmark of any good MMO is to have an initial theory of how the game will evolve, but understand completely that the game in 10 years, 20 years will probably be completely different from the initial game. It's the game of a lifetime. I believe it's going to be something incredible. I can't wait to people to play the game and see how they like it. Yes, I want to see people's faces playing the game and discovering everything that we've prepared for them. The stage is yours, and we just can't wait to see the world that you make of it. Das klingt alles so wunderschön. Please go to playpaxday.com or find Pax Dei on Steam, wishlist us, and we'll begin opening up access for our first wave of testers before too long. Ich melde mich gleich mal an. Das klingt alles wunderschön und die Menschen hier im Trailer wirken sehr, sehr lieb. Es gibt nur ein Problem. Die Spieler. Oh, die Spieler werden über das Spiel herfallen wie Heuschrecken. Ich glaube, alles ist ganz toll und alles ist ganz super, aber die Spieler werden alles ruinieren. Das weiß ich jetzt schon. Wichtig ist, was danach passiert. Nach dem Amtssturm. Ist bei Ultima auch passiert. Bei Ultima Online ist das, ja, die haben das ganze Ökosystem bei Ultima Online rausgenommen. Wegen den Spielern, weil die einfach alles abgeschlachtet haben. Also Pax Dei sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Ich werde mich für die Alpha anmelden. Wir werden uns nochmal angucken hier. Ihr könnt euch auch anmelden. Ich bin gespannt. Ich erwarte nichts. Ich freue mich über alles. Und mal gucken, was dabei rauskommt.